Die 80er Jahre waren eine relativ offene Periode in der Geschichte des modernen Chinas. Es herrschte zwar eine totalitäre Regierung, jedoch hat die Kommunistische Partei Chinas einige Reformen eingeführt, um die Gesellschaft von den Zerstörungen der Kulturrevolution wieder aufzubauen. Viele Chinesen, besonders Studierende und Gelehrte, hatten zunehmendes Verlangen nach universellen Werten wie Menschenrechte, Freiheit und Demokratie. Darüber hinaus haben sie gefordert, dass die kommunistische Regierung die Kontrolle über das Volk lockern sollte, und es kam zu mehreren Demonstrationen im April bzw. Mai 1989. Die chinesische Regierung wollte nicht, dass ihre Macht dadurch gefährdet wird und hat deshalb am 4. Juni das Militär beauftragt, die friedliche Demonstration auf dem Tiananmen-Platz, Platz des himmlischen Friedens, in Peking niederzuschlagen. Tausende von den Demonstranten wurden massakriert. Es war ein großer Schock für die ganze Welt, dass die chinesische Regierung unbewaffnete BürgerInnen des eigenen Volks ermordete. Dieses Thema wurde zum Tabu und seitdem werden jegliche Informationen über das Massaker in allen chinesischen Medien zensiert. Chinesen, die nach 1989 geboren wurden, wissen zum größten Teil nichts mehr darüber. Es gibt jedoch einige Chinesen außerhalb von China, die sich jedes Jahr am 4. Juni versammeln, um der Opfer zu gedenken. Die Gedenkveranstaltungen in Hongkong waren vergleichsweise immer die größten. Sie erinnern nicht nur die Hongkonger, sondern auch die chinesischen Besucher an die Bewegung von damals. Somit sind diese Veranstaltungen der chinesischen Regierung natürlich ein Dorn im Auge. Jedoch wurden sie meistens von der Hongkonger Regierung geduldet. Seit 2020 hat sich die Situation aber geändert. Die Pandemie wurde als Ausrede genutzt, um die Gedenkveranstaltung zum ersten Mal in 31 Jahren nicht zu genehmigen, obwohl Hongkong von der Pandemie nicht stark betroffen war. Jedoch haben einige junge politische AnführerInnen wie Jane Rosalind Lang, Esther Shum, Joshua Wong und Tiffany Yuen trotzdem eine Versammlung im Victoria Park initiiert, bei der dann sehr viele Hongkonger erschienen sind. Die 4 jungen PolitikerInnen wurden dieses Jahr deswegen verhaftet, und zwar aufgrund des neuen nationalen Sicherheitsgesetzes. Hongkong und Macau waren die einzigen 2 chinesischen Städte, in denen Gedenkversammlungen an das Tiananmen-Massaker erlaubt sind. Aber mit dem nationalen Sicherheitsgesetz wird es höchstwahrscheinlich zur Vergangenheit.